Die Erkrankung ist schleichend gekommen. Vor allem im Alltag habe ich Beeinträchtigungen gemerkt. Treppensteigen, Spielen mit den Kindern, lange Autofahrten. Ich war sehr schnell ermüdet. Als die Diagnose kam, dass ich einen Herzfehler habe mit Anfang 30, hat es mir den Boden weggezogen. Ich war schockiert, war junger Familienvater, war leistungsfähig und habe einfach gespürt, dass das ein harter Einschnitt ist in mein Leben und vielleicht sogar tödlich sein kann. Den richtigen Arzt zu finden, ist natürlich hier sehr elementar. Ich habe mehrere Ärzte konsultiert und bin dann auf Dr. Werdath gestoßen, der mich direkt überzeugt hat. Ein sehr entspannter Mensch, aber hochkompetent. Wir waren uns einig. Ich wollte wieder gesund werden. Er hat mir das Vertrauen auch ausgesprochen, dass er mich wieder gesund macht. Und ich habe ihn dann auch aufgefordert, seien Sie fit bei der OP, dann bin ich danach umso fitter, wenn es mir wieder gut geht. Emotional das Besondere war, dass ich zwei kleine Kinder hatte, die das natürlich noch gar nicht verstehen konnten, was passiert dort. Und wir natürlich als Familie viel organisieren mussten. Wir haben die Testamente neu aufgesetzt. Und das war schon sehr besonders, diese Situation. Aber man hat sie auch in der Rückschau als Geschenk fast erlebt. Die OP wurde mit einer Schlüssellochchirurgie durchgeführt. Das heißt, das Brustbein wurde nicht aufgesägt, sondern ich bin mit mehreren kleinen Punkten über Geräte minimalinvasiv operiert worden. Dabei ist unter anderem der Lungenflügel zum Kollabieren gebracht worden, des Platzes im Bauchraum. Gleichzeitig wurde ich runtergekühlt, auf Eis gelegt sozusagen, auf 20 Grad. Die Körperfunktion runtergefahren, dass die OP durchgeführt werden konnte. Und ich hing an einer Herz-Lungen-Maschine über Stunden, dass es weiterging überhaupt in meinem Körper. Und das ist schon verrückt im Nachhinein, wenn man sich das überlegt. Nach der OP lag ich erstmal 10 Tage auf Station, habe mich schön hegen und pflegen lassen. Durch die minimalinvasive OP ist man schneller ausgeheilt, man hat weniger Schmerzen, schläft auch nachts besser und ist nach Station dann für 3 Wochen nochmal in die stationäre Reha gegangen. Die Reha war auch sehr sportlich angelegt mit Velofahren, Wandern, Aktivitäten mit anderen Patienten und man hat sehr schnell dann auch zurückgefunden zu Stärken und Kräften. Heute kann ich meinen Sport sehr gut ausüben. In Abstimmung mit den Ärzten ist es mir empfohlen worden. Ich laufe sehr lange Strecken, die teils länger sind wie die Marathondistanz. Laufe sie aber sehr langsam, sehr bewusst, sehr entspannt. Oft auch im Training mit der Familie zusammen, dass wir gemeinsam Aktivitäten ausüben. Und es ist ein fester Bestandteil in meinem Alltagsleben, meinen Laufsport auszuüben. Ich bin heute 41 und fühle mich fast wie 20. Ich genieße das Leben mit Reisen, mit gutem Essen, auch einem guten Wein. Aber weiterhin sehr diszipliniert, auch mit sportlichen Aktivitäten. Und ich gehe entspannt daran. Es wird auch in der Familie mit meinen Kindern, mit meiner Frau feiern wir meinen 2. Geburtstag, nämlich den Tag der OP. Jedes Jahr machen etwas Besonderes und ja, schätzen diesen Tag sehr.